gesagt hat, es geht wieder einmal um Macy. Sie erlebt ein neues Abenteuer. Und dieses heißt, Macy blökt gegen den Strom. Macy scharrt mit den Füßen. Der Neffe des verstorbenen Seniors fragt gerade, was halten Sie von dem Slogan? Seriös, zuverlässig, erfahren, verschwiegen? Alle schweigen, schauen sich an. Macy platzt heraus. Dies für den US-Markt. Das geht garantiert, Chief. Das Verschwiegen verstehen die Amerikaner als Aufforderung zur Steuerhinterziehung. Das hat US-Sanktionen zur Folge. Niemand von uns wird mehr in die USA einreisen können, ohne eine Verhaftung zu riskieren. Und dem Partnerbüro in New York wird es auch nicht gefallen. Seit einem halben Jahr arbeitet Macy schon in der Wirtschaftskanzlei M und M. 2 Tage pro Woche, neben dem Anglistikstudium. Ihr früherer Chef, Hans-Werner Müller, genannt HWM, hatte sie und Tom dem bald 90-jährigen Seniorchef empfohlen. Der war ein alter Freund von HWM gewesen. Doch vor 2 Monaten verstarb der Senior. Nun ist der Neffe an seine Stelle gerückt. Jede 2. Woche veranstaltet der Neffe seither eine Sitzung mit dem gesamten Personal, inklusive Administration, also Macy und alle anderen Nichtjuristinnen. Dieser halbe Tag kommt zu ihrem Pensum hinzu. Reden dürfen eigentlich nur die Partner und die langjährigen angestellten Anwältinnen und Anwälte. Der neue Senior hat immer irgendwelche Ideen, wie Umsatz und Gewinn gesteigert werden könnten. Dabei ist die Kanzlei ausgelastet bis ans Limit und darüber hinaus, denn sie läuft wie geschmiert, platzt gewissermaßen aus allen Nähten. Diesmal geht es darum, mehr US-Kundschaft zu gewinnen. Als Ersatz für die Russen, die wegen der Sanktionen weggefallen seien, meinte der neue Senior zur Einleitung der Sitzung. Macy hat gesehen, wie Henry die Augenbrauen hochgezogen hat, aber gesagt hat er nichts. Dabei ist er einer der Juniorpartner und nicht mehr jung. Da er Russisch spricht, betreut er diese Klienten. Zu diesen wenigen gehören keine Sanktionierten, hat er ihr vor einiger Zeit gesagt, denn sie arbeitet vorwiegend für ihn. Der neue Senior ist rot angelaufen. Sie, immer Sie, dauernd blöken Sie gegen den Strom. Wie können Sie es wagen? Was verstehen Sie von der Sache? Nichts, gar nichts. Ich war von Anfang an dagegen, dass man Sie anstellt. Mein Onkel konnte in seinem hohen Alter nicht mehr beurteilen. Macy starrt ihn an. Ausnahmsweise ist sie sprachlos. Henry unterbricht ihn. Es reicht, Leonhard. Frau Hall wurde von uns Partnern angestellt, mit qualifiziertem Mehr. Das entspricht unseren internen Abmachungen. Fang also nicht an, mit ihrer Entlassung zu drohen. Damit sind wir nicht einverstanden. Die Partner nicken. Leonhard schnappt nach Luft. Das habe ich nicht. Ich habe mit nichts gedroht. Impliziter schon. Im Übrigen heißt es, gegen den Strom schwimmen. Oder willst du antönen, Frau Hall sei ein dummes Schaf? Das ist sie nicht. Sie hat nämlich recht, erwidert Henry. Unsere amerikanischen Klienten kämen deswegen ebenfalls in die Bedrohung, sagt einer der Partner. Und unser Partnerbüro könnte die Zusammenarbeit mit uns kappen, wirft ein anderer ein. Sollen wir das wirklich riskieren? Unsinn! Leonhards Stimme überschlägt sich. Eine Woche später hält der neue Senior Macy auf, als sie die Kanzlei betritt. Ich empfehle Ihnen selber zu kündigen, sonst muss ich das veranlassen. Sie verstehen, dass sich das in Ihrem Arbeitszeugnis niederschlagen wird. Nein, ich kündige nicht von mir aus. Muss ich Ihren Hinweis, dass Sie mir sonst ein schlechtes Zeugnis ausstellen, als Nötigung qualifizieren? Zudem, soviel ich weiß, sind Sie nicht berechtigt, mich von sich aus zu entlassen. Benötigt das nicht einen Beschluss sämtlicher Partner? Das ist ein leichtes. Was ist ein leichtes, Leonhard? Fragt Henry, der in diesem Augenblick zu den beiden stößt. Mich zu entlassen, sagt Macy. Das hat er mir soeben angedroht.
falls ich nicht von mir aus kündige. Das kommt nicht in Frage. Frau Hall arbeitet für mich. Sie ist hervorragend und ich will sie als Mitarbeiterin behalten. Zudem, damit du das auch weißt, Macy, wendet er sich an sie, es gibt einen gegenteiligen Beschluss der Partner. Wir haben mit 6 gegen 1 Stimme entschieden, dass dir nicht gekündigt wird. Zu Leonhard sagt er, du weißt, dass du Frau Hall nicht allein kündigen kannst. Das bräuchte einen qualifizierten Mehrheitsbeschluss aller Partner. Diese, immer gegen den Strom, immer gegen meine Vorschläge. Dabei hat sie hier nichts zu sagen. Schließlich bin ich der Senior. Du hast eine Stimme wie alle Partner. Selbst dein Onkel hatte nur eine. Übrigens, Leonhard, wenn ich es genau betrachte, bist du derjenige, der mit seinen Vorschlägen gegen den Strom schwimmt.